Wir haben hier wieder balearische Zustände mit Anker, Kino und allem drum und dran. Er kommt halt immer direkt an die Superyacht ran und die haben schon Fender vorne rangehängt. Das ist total ungewohnt für uns nach den Wochen Stille und Ruhe und Einsamkeit in Kalkidiki. Wie heißt die Bucht hier? Wissen wir jetzt gerade nicht. Das blende ich ein. Aber wir sind auf Ithaka. Ja, wir sind auf Ithaka, um die Ecke von Vati, von der Hauptstadt, Hauptort, keine Ahnung. Das ist total crazy hier. Also war ja jetzt die letzten Wochen richtig ruhig. Viel Platz, alleine in Ankerbuchten und so weiter. Und jetzt haben wir hier plötzlich wieder, das ist ja voll der Kulturschock. Wir haben hier wieder balearische Zustände mit Anker, Kino und allem drum und dran. Es ist total crazy. Also hier geht das den ganzen Tag runter. Kommt einer, geht raus, der nächste kommt rein und Abstände, ja, reicht doch. Also Meter durchrutschen reicht doch. ja, gib mir mal die Kamera. Die Superyacht da hinter uns und das Segelboot, die tun auch schon den ganzen Tag rum. Also das Segelboot kam nach der Superyacht, da wo der seine Boje hat. Da hat er eigentlich eine Ankermarkierungsboje, die aber 2 Meter unter der Wasseroberfläche schwebt. Die Boje, das habe ich ihm auch gesagt, dass das für Propeller doof ist. Jetzt hat er nochmal so ein Dings dran gebänzelt. Aber er kommt halt immer direkt an die Superyacht ran und die haben schon Fender vorne rangehängt. Und der Kleine daneben, dem sein Anker rutscht offensichtlich und der macht die Landleine immer kürzer, immer kürzer. Jetzt hängt er schon fast in den Felsen drin, große Diskussion, aber dass der Anker rutscht, darauf kommen sie nicht. Also hier ist irgendwie den ganzen Tag was zu sehen und wir sind jetzt schon den ganzen Tag in Hab-8-Stellung. Wir haben jetzt schon alles voller Fender gehängt, haben noch einen Lauffender, den hatte ich auch gerade im Einsatz, weil es wirklich ganz eng wurde mit dem Nachbarn. Und der ankert jetzt gerade um. Ja. Ja, es ist echt witzig. Also langweilig wird es einem hier nicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Was mich wirklich freut, ist, dass wir hier nochmal baden können. Es ist deutlich wärmer, als es in der Ägäis war, finde ich. Ja, ist es auch. Das Wasser ist auch noch wärmer als in der Ägäis. Und wir können hier jetzt nochmal so ein bisschen schönen Saisonausklang machen. Ja. Und das freut mich echt sehr. Also ich spüre es vor allem nachts, weil also ich war schon drauf und dran, die Winterdecke rauszuholen. Auch schon oben auf der Superyacht mit dem, guck mal, der hat auch schon seinen Fender in der Hand. Und kennt das Spiel? Ey, so kannst du deine Crew auch beschäftigen, ne?
Wir hatten ja schon häufiger mal von Posidonia erzählt, ne? Und hier unten sind ein paar Posidonia-Flecken. Und so sieht das aus, wenn man ankert und nicht darauf achtet. Also die werden hier praktisch ich halte euch mal eins entgegen. Also das ist jetzt natürlich verkehrt rum, da seht ihr mal, wie lang die sind. Und die haben oben diese schuppenförmigen Wurzeln. Und das wird praktisch vom Anker einfach abgeschnitten. Die liegen dann auf dem Grund und können nicht mehr festwachsen. Und damit ist diese Pflanze verloren, wenn sich keiner drum kümmert. Und normalerweise kümmert sich keiner drum. Ich werde die jetzt gleich wieder einpflanzen, weil Posidonia einfach so wichtig ist. Ich wollte es euch aber einmal zeigen, weil wir ja häufiger schon davon gesprochen haben und damit man das eben vielleicht auch unterscheiden kann. Also der hat oben immer an diesen Zwiebeln oder an diesen Wurzelstöcken hat der 3, 4 Blätter, die da gleichzeitig rausgehen. Und das sind so flache Blätter und insgesamt ist der ja so fast 50 cm lang. Und daran erkennt man die ganz gut, weil die anderen Seegrase, die es noch gibt und die nicht geschützt sind, die sind deutlich kürzer und bilden auch nicht so einen dichten Teppich. Und das ist ganz wichtig für Photosynthese, also für Sauerstoffproduktion im Wasser und als Kinderstube für die Fische und andere Lebewesen. Und deswegen seid so lieb, ankert nicht auf Posidonia. Und ist das jetzt von uns? Nein, das ist natürlich nicht von uns. Danke, dass du fragst. Also wir haben 30 Meter vor uns ist nur Kies und wir haben auf Kies geankert. Aber hier, das seht ihr hier neben uns, da ist es auch dunkler und davon ist das. Der Nachbar neben uns, der liegt auch auf Posidonia. Es ist halt leider so, dass ganz viele Leute sich nicht drum kümmern und in Griechenland ist es leider nach wie vor nicht geschützt, obwohl es wirklich notwendig wäre. Deswegen unser Appell nochmal, seid so lieb, achtet darauf. Danke. Na, junge Frau, Na? schöner Morgen. Ja, könnte ein bisschen mehr Wind sein. Wir waren, glaube ich, in der vollsten Bucht unseres Seglerlebens. Kann das sein? Nein, Nein? nein, nein, nein. Calatarida war streckenweise deutlich voller. Ja. Aber es war schon eine der vollsten überhaupt. Wenn man so sieht, dass die Katamarans am Ufer im 10 Meter Abstand, 8 Meter Abstand, 6 Meter Abstand aufgereiht sind und sich immer noch einer dazwischen drückt. Jetzt fahren wir weiter. Wobei die Katamarans ja alle irgendwie ein Charterunternehmen Ja. waren und alle mit Skipper auch unterwegs waren. Ja, also da kam immer einer mit einem schnellen Dinghy rausgeschossen, hat dann die Landleinen angenommen. Das war immer derselbe. Also es scheint tatsächlich eine Flottille gewesen zu sein. Wir fahren jetzt auf Ithaka, sind wir ja einmal um die Ecke rum nach Vati. Das ist der Hauptort und der soll hübsch sein. Und Obst und Gemüse brauchen wir auch. Und Müll muss weg. Und Müll, der Klassiker Das halt. Übliche. Der Seglerklassiker, ne? Ja, genau. Und ein schöner, ruhiger Morgen. Und wir haben vorgestern übrigens beim Reinfahren in die Bucht 2 Grundregeln festgestellt. Das erste ist, möglichst viele beim Einfahren in die Bucht überholen. Das heißt am besten Vollgas. Genau. Vollgas, dass man schneller ist. Und das heißt auch am besten die Leute ein bisschen schneiden und abdrängen. Und wenn man dann drauf und dran ist, einen Platz gefunden zu haben, Vollgas drauffahren und sich draufstellen. Das ist Hauen und Stechen, da muss man sich dran gewöhnen.
Aber es ist ja nicht überall so voll. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind, das bedeutet uns wirklich viel. Ich bin positiv überrascht, dass das doch so ruhig war und abends am Strand, wenn dann die Leute in ihren Booten am Essen sind oder im Restaurant sind, hörst du dann die Ziegen. Kommen die Ziegen raus. Das Aber ist keine total Zikaden. witzig. Keine Zikaden. Das ist korrekt. Das ist ungewohnt, ohne das Zirpen, Grillen, Geräusch ständig im Hintergrund. Das ist wirklich ungewohnt. Ich finde es schön. Ja, schön und ruhig. Wir sind auf Ithaka, der Insel, auf die Odysseus in Homers Geschichte nach langer Irrfahrt zurückkehrte. Und irgendwie versteht man, warum er genau hier ankommen wollte. Die Insel ist kleiner, als man sie sich vorstellt, ruhig und grün und mit Bergen, die bis ins Meer reichen. Vati, der Hauptort, liegt tief in einer geschützten Bucht. Ein natürlicher Hafen, umgeben von Hügeln mit weißen Häusern und roten Dächern. Hier ist alles nah beieinander. Tavernen, kleine Läden, ein paar Fischerboote am Kai. Wir kaufen ein, essen Bukatza im Schatten und genießen die Spätsommerzeit. Es fühlt sich leicht hier an, entspannt, fast vertraut, als wäre man schon einmal da gewesen. Ja, dann nimmst du das Ding. Ja. Was läuft da? Ja. Müssen wir uns erstmal koordinieren. Wir sind in Vati und es ist echt ganz hübsch hier. Also das ist so die Altstadt. Lauter kleine Lädchen, ist total nett. Und also wir haben jetzt so eine lange Stange gekauft, damit wir unser Solar hier sauber machen können. Die großen Solarpaneele hinten. Ah, haben wir hier bekommen für einen ganz schmalen Taler. Ja. Jo. Oh, guck mal, die Trauben sind gut. Ja, lass uns erstmal zum Supermarkt gehen Ja. und dann können wir gucken, wenn wir da nicht genug Frisches kriegen, kommen wir zurück, oder? Ja, dann Aber- gehen wir erstmal zum Ja. Supermarkt jetzt. Ja, lass uns mal da lang gehen. Ups. Oh, Was ich echt schön finde, das hier ist eine alte Honda Club. Und die fangen mittlerweile an, diese alten Hondas wieder aufzuhübschen. Die gibt es bei uns in Deutschland fast gar nicht. In Südeuropa und in Asien werden ganz viel gefahren, also alltägliche Verkehrsmittel. Und bei uns in Deutschland kennt man die eigentlich gar nicht. Da steht nämlich eine, diese ist aufpoliert. Das ist genau das gleiche Modell. Das ist auch eine Honda Club. Und ich finde die schön, dass die mittlerweile wieder aufpoliert werden. ja, hier, aber das. Genau. Marion hat auch ihr Verkehrsmittel schon entdeckt. Das steht nämlich hier. Nee, meins steht noch ein bisschen weiter. Das würde nämlich hinten in die Wachskiste passen.
Und wir wissen sogar von einer Amel, der hat die hinten drin, die Soltamaras, die haben die hinten drin. Ja. Fahrräder raus, Elektroroller raus und das Ding rein. Ja, genau. Hier, das bin ich. Genau, das ist Marion. Das würde Marion dann nehmen, eine echte Vespa. Und was ich auch fasziniert, was machen die hier eigentlich? Wir machen hier gerade Verkehrsmittelführung, ne? Die Dinger finde ich total lustig, die habe ich noch nie gesehen. Das sind so kleine Transport-Hondas. Und alle haben eins gemeinsam, egal welches Verkehrsmittel, überall steckt der Schlüssel. Das ist halt echt das Schöne in Griechenland. Also gerade die Roller, da steckt halt immer der Schlüssel. So, So, und was machen wir jetzt? Jetzt einkaufen machen gehen. wir alle Läden. Und dann machen wir alle Boote und dann machen wir alle Autos und so. Nee, wir gehen jetzt Essen einkaufen. Hübsch hier. Also es ist echt nett hier. Also ist mal wieder der Klassiker. Auf Navili hat irgendwie einer geschrieben, so gar nicht schön der Ort und hat auch nichts. Finde ich wirklich sehr nett. Ist natürlich ganz stark auf Touristen und vor allem auf Charter ausgelegt. Also hier die ganze Pier ist jetzt leer. Heute Abend wird das alles hier voll sein und alle Restaurants. Sehr viele Restaurants, finde ich, für den kleinen Ort. Ja. Es wird alles voll sein. Und was sagst du dazu? Ja, Ankerkino vom Feinsten. Also wir haben gerade immer so 19er Böen und als wir hier heute Morgen kamen, waren wir alleine. Ich glaube, ein anderes Boot war noch, das ist dann gefahren. Und jetzt liegen, keine Ahnung, 15 Boote um uns herum, teilweise sehr eng. Aber ich bin positiv überrascht. Also mir wurde gesagt, dass in Griechenland das Ankern ganz schwierig ist, weil die Leute alle keine Ahnung haben. Und ich bin eigentlich so von gestern und heute ganz positiv überrascht. Die meisten Leute wissen, was sie tun. Und manche können natürlich die Abstände nicht einschätzen, wo mein Anker liegt und wie viel Kette ich habe. Klar, dann kann es mal passieren, dass die drauf werfen. Also haben sie jetzt nicht, weil unser Ankernachbar vor uns, der passt gut auf, der schickt die immer alle weg. Aber es ist spannend, es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Und ja, man hat viel zu gucken. Das ist total ungewohnt für uns nach den Wochen Stille und Ruhe und Einsamkeit in Kalkidiki, jetzt hier von so vielen anderen Booten umgeben zu sein. Das ist echt, ja, crazy. Aber also ich finde es ganz gut. Bisher klappt es ja mit allen. Die meisten haben auch ein Einsehen, wenn man sagt, so das ist jetzt ein bisschen eng. Also das hatten wir jetzt ja gestern auf der Dings. Die einen haben es eingesehen, die anderen waren so ein bisschen unbillig, aber hat dann doch funktioniert. Ich finde, das klappt ganz gut. Für mich fühlt es sich komplett anders an als in der Ägäis. Ja, was mir jetzt tatsächlich aufgefallen ist, hier sind viele Briten und gerade die sehr sauberes Englisch reden, die bedanken sich immer, wenn man sagt, 50 Meter ist meine Kette da vorne. Also macht der da vorne immer. Und die anderen immer, oh, thank you. Und dann fahren sie ein Stückchen weiter und probieren es nochmal. Also das ist mir gerade positiv aufgefallen. Und tatsächlich auch, also die Charter Cruise, der neben uns hier der Cut und auf der anderen Seite der Cut, also der Skipper sitzt vorne, passt gerade auf und der weiß, was er tut. Und die da drüben, die haben auch ein super Ankermanöver gefahren.